Hey ihr Lieben. Ja, Marcelita ist heute beim Erste-Hilfe-Kurs. Also zum Glück nicht verletzt, auch wenn das Thumbnail das vielleicht signalisiert hätte. Aber ich denke, man hat es erkannt, ihr Lieben. Ja, ich denke mir, es gibt so einige Inhalte dieses Ersten-Hilfe-Kurses, die ich gerne mit euch teilen möchte, weil es schon ein ziemlich wichtiges Thema ist. Kommen wir schnell zu den wichtigen Themen, damit das Video nicht 3 Stunden lang wird. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber im Notfall Schwangere immer auf links legen, wenn sie bewusstlos sind. Das hat dann mit der Anatomie zu tun. Legen wir die auf rechts, könnte das Kind gefährden. Und deswegen wurde uns gesagt, bitte immer auf links. Wenn es möglich ist, heißt das selbstverständlich. Und wusstet ihr bei dieser Wärmedecke, dass die goldene oder silberne Seite gar keine Rolle spielt? Ich wusste es nicht. Sie hat gesagt, tatsächlich, es macht keinen nennenswerten Unterschied, ob wir die goldene oder silberne Seite wählen. Aber besser ist die goldene. Warum? Die goldene ist deswegen wichtiger, weil sie mehr Sichtbarkeit bringt und somit mehr Aufmerksamkeit erregt, dass mögliche weitere Helfer dazukommen. Es kann ja sein, dass man mal in einer Gegend einen Verunglückten findet, der eben jetzt nicht in der Großstadt von 100 Leuten umzingelt wird. Das ist der Hintergrund. Ja, wie sieht es mit den Helmen aus bei Motorradfahrern und Co.? Ja, bei Bewusstlosigkeit, wir nehmen den Helm entsprechend vorsichtig ab. Natürlich muss man schauen, wie die Verletzungslage sein kann. Wenn ich schon erkenne, es könnte ein Genickbruch vorliegen, dann ist das nicht die gute Idee. Aber sonst, wenn möglich, den Helm behutsam entfernen. Wenn derjenige noch mit uns reden kann, dann machen wir das nicht, beziehungsweise nur in Absprache mit den Betroffenen. Weil sonst könnte das sein, dass das unangenehm wird für beide Seiten. Und wir wollen der Person in Not ja helfen und nicht noch stressen. Ja, was gibt's noch? Ja, jetzt fragt man sich oft, und die Frage habe ich mir auch immer gestellt, jetzt leiste ich Erste Hilfe und ich mache alles falsch. Und das wäre typisch Marcelito, der macht öfter mal was falsch oder dusselig. Und ja, was ist jetzt eigentlich? Jetzt habe ich dem eine Rippe gebrochen bei der Ersten Hilfe. Ja, werde ich jetzt dafür belangt? Kann der mich jetzt auf Schmerzensgeld verklagen, weil ich ihm die Rippe gebrochen habe oder irgendwelche anderen Schäden zugefügt habe? Ja, gerade bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Ich muss seine Kleidung möglicherweise zerstören, um ihn möglichst schnell auszuziehen, damit ich die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführen kann. Kann er jetzt sagen, du bezahlst mir mein 100 Euro teures T-Shirt? Nein, kann er nicht. Wenn wir Erste Hilfe leisten und unser Bestes geben, sind wir rechtlich nicht angreifbar. Das ist wichtig zu wissen. Ne? Wir helfen, aber man kann nicht verklagt werden, wenn was schief läuft. Und das kann ja doch mal unerwartet schneller passieren, als uns lieb ist. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr helfen könnt, macht es auf jeden Fall. So ist jedem geholfen. Ja, nochmal ein kurzer Blick über die schöne Gegend hier. Und ja, was natürlich noch wichtig ist, jetzt habe ich es natürlich vergessen. Na, ich habe deswegen extra gedacht, ich mache noch mal was. Jetzt muss ich erst mal nachdenken. Ja, ist so mit Gedächtnislücken gar nicht so einfach, wa? Also, jetzt fällt mir tatsächlich jetzt nicht ein. Bestimmt, wenn ich zu Hause bin, fällt es mir ein. Ja, mir hat dusselig bei einer Kaffeekanne angestellt, die zu bedienen haben mich auch schon überfordert. Aber unter Anleitung ist es mir ganz klar, ist die Eigensicherheit. Die Eigensicherheit hat natürlich immer grundsätzlich Vorrang. Und wir haben unsere Pflicht schon erfüllt, wenn wir zum Beispiel an der Seite ein stehendes Auto haben und uns nicht sicher sind, ob das eine Falle sein könnte. Gerade wenn man vielleicht eine junge Lady ist, mag man sich unsicher sein, wenn es schon dunkel ist. Dann einfach den Notruf absetzen und dann hat man seine Pflicht erfüllt. Eigensicherheit hat immer Vorrang. Ja, das waren so die Highlights aus dem Erste-Hilfe-Kurs von mir. Und erzählt doch gerne mal, habt ihr schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht? Wenn ja, habt ihr das freiwillig gemacht, wegen dem Führerschein von der Arbeit aus? In meinem Fall ist es jetzt von der Arbeit aus tatsächlich, weil ich dort auch als Ersthelfer tätig bin. Ja, wie ist das bei euch? Habt ihr das gemacht? Oder wollt ihr das vielleicht noch machen? Vielleicht einfach auch, um Menschen zu helfen, was ja immer eine gute Sache ist. Schreibt es gerne in die Kommentare und wünsche allen an der Stelle, denn wir haben heute Freitag, ein wunderschönes Wochenende.
Euer Marcelito.